Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Trek Online in der Serie Verschollen im Delta-Quadrant, wo ich die große Ehre hatte, mit XelosTi, Annoholic und zeitweise auch The Big Fuzzy mich hier durch verschiedene Story-Arcs zu arbeiten, nämlich den Klingonischen Krieg, das Romulanische Rätsel, der Cardassianische Kampf, der Vormarsch der Borg, Neu-Romulus und zum Teil die Dyson-Sphäre, bis wir auf einen, ja, wie soll ich das sagen, einen kleinen Pferdefuß gestoßen sind bei den gemeinsamen Streams. Und wenn ihr die übrigens bisher noch nicht gesehen habt, verknüpfe ich euch hier in der Infobox diese Serie Verschollen im Delta-Quadranten, die nicht ganz verschollen im Delta-Quadranten ist, aber fast. Der Delta-Quadrant rückt hier in greifbare Nähe. Also, was haben wir festgestellt? Es kommen jetzt eine ganze Reihe von Missionen, die man nur alleine spielen kann. Wir haben uns ja hier zum Ziel gesetzt, die Storyline von Star Trek Online einmal durchzuspielen. Wir haben hin und wieder auch mal Einzelmissionen gehabt, die aber wirklich einzelne Einzelmissionen waren und nicht hintereinander weg wie hier. Also wir haben hier von Ein Schritt zwischen den Sternen über fluidische Zerstörung bis Oberflächenspannung und dann noch rein in den Delta-Quadranten Eskalation und Ideenwelt als Singleplayer-Mission, also 5 Stück hintereinander. Wiedersehen kann dann wieder Multiplayer gespielt werden. Und deswegen haben wir uns entschlossen gesagt, pass mal auf, diese Missionen, die spielt jeder für sich selber, bevor es dann im nächsten Livestream weitergeht. Und ich habe gedacht, komm, da machst du ein paar Folgen für YouTube draus, damit ich euch, meine lieben Zuschauer, da auch durch die komplette Storyline mitnehmen kann. All dieweil ich von diesen in Anführungszeichen älteren Folgen nicht so viele auf dem Kanal drauf habe. Anders als in den Streams werde ich es vielleicht, ich muss mal gucken, wie ich Lust habe, vielleicht nicht ganz so halt holter die Polter machen, vielleicht auch mal was vorlesen. Bin mir da aber noch nicht ganz sicher. Gut. Lange Vorrede, kurzer Sinn. Hier geht es jetzt weiter mit einem Schritt zwischen den Sternen. So, haben wir schon so einen Schritt zwischen den Sternen. Wir bekommen ja auch gleichzeitig Eskalation angeboten, aber das kommt erst später. Das nehme ich jetzt deswegen noch nicht an. Subcommander Kaol benötigt ihre Hilfe in der Dyson-Sphäre, um Admiral Tuvok zu retten und ein katastrophales Ereignis abzuwenden. Wenn ihr wissen wollt, was vorher war, wie gesagt, schaut doch mal in die Serie rein. Kurs setzen. Wir müssten eigentlich schon hier sein irgendwie. Ja, hier ist die Dyson-Sphäre. Ich war so frei, hier schon mal hinzufliegen. Wenn ihr schon mein ganzes Vorspanngesappel ertragen müsst, dann zumindest hier kompromisshalber nicht die gesamte Flugzeug. Gut, wir beginnen einen Schritt zwischen den Sternen. Es gibt eine Menge Aktivitäten hier im Oberkommando, Sir. Die gesamte Flotte scheint sich für etwas Großes zu sammeln. Die hohen Ränge treffen sich in einem anderen Gebiet. Unsere Befehle lauten, sich mit dem Chief Logistikoffizier zu treffen. Sprechen Sie mit dem Chief Logistikoffizier. Verstanden. Ich suche den Chief Logistikoffizier. Und zufällig steht er da auch direkt vor mir. Oder vielleicht auch eine Sie. Schauen wir mal. Ja, salutiert. You're just in time. Please follow me to Subcommander Cole. So, Sie kommen genau zur rechten Zeit. Bitte folgen Sie mir. Verstanden, ich werde zur Subcommander Kaol gehen. Beziehungsweise lesen könnt ihr selber. Sprachausgabe lasse ich durchlaufen. Jetzt habe ich mir mal gerade überlegt, in welchem Modus ich die mache. Aber werde einfach nicht alles vorlesen. Damit wir hier so ein bisschen auf eine angemessene Missionszeit kommen, sage ich jetzt einfach mal, obwohl ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnere, wie lang diese Missionen hier in und rund um die Dyson-Sphäre gewesen sind. Auf jeden Fall eine gut gelungene Location, auf der ich abgesehen
von der Serie Verschollene Deltaquadranten lange nicht mehr unterwegs gewesen bin. So, Subcommander Kaul, da ist er. Good to see you again. We now know why the sphere generates vast amounts of omega particles. It is designed to use those particles as fuel to jump to any area of space. There is a space station that controls the jumps in close orbit of the sphere's star. Admiral Tuvok from Starfleet was selected to lead a small team to the station to try to disable it. With him is Dr. Eric Cooper, a scientist who has been studying Dyson and Iconian technology. Something's gone wrong. 2 hours ago, we received a distress signal from Tuvok. Please use the console to download the signal. Afterward, I'd like to hear your opinion of the situation. Okay, Tuvok ist in Not. Das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Jetzt lade ich mir was von der Konsole runter und ja, kann ich da meine Meinung hören. Ich würde sagen, wir lassen Tuvok einfach da, wo er ist. Mission zu Ende, oder? Joint Command, please respond. This is Tuvok. Sensors have detected a large Voth fleet moving toward the station. They have discovered us, and we have yet to complete our work. Communications with our ship are down. Our last contact with them indicated that they were having technical difficulties and may be forced to retreat to a safer location. I will be unable to stop a Voth advance without assistance. The attack on the Voth fleet will commence shortly. Captains, please return to your ships. Na klar, was willst du noch mit meiner Meinung? Wenn hier schon klar ist, die Voth-Flotte greift an und alle Captains zur Verteidigung und ich kann das jetzt ändern mit meiner Meinung wahrscheinlich nicht. Tuvok and Cooper are stranded with an entire Voth fleet bearing down on them. I need you to fly to the station, rescue our team, and finish the mission. Our fleet will engage the Voth to help keep them distracted. But to avoid detection, you'll need to fly roughly 100 kilometers above the surface of the star. Ja, Tarnvorrichtung, ne? The Voth are actively scanning for ships approaching the station. They can detect our cloaked ships, which is another issue we're trying to solve. This is our best option. The star's magnetic field will make it impossible for most sensors to pick up your ship. With luck, your ship will not have to fly close to the star's surface for very long. Na gut, mir gefällt das nicht, aber ich mach's. Speak with the logistics officer assigned to brief your crew on the situation. With your permission, we can help your engineers set up a temporary modulation for your shield frequencies that should allow your ship to travel that close to the sun safely. Sie wollen meine Schilde modifizieren, damit ich nah an der Sonne bleiben kann und das Schiff das übersteht. Gab's da nicht mal irgendwie was? Was war denn das? So eine spezielle Schildvorrichtung von einem Ferengi-Wissenschaftler, getestet auf der Enterprise D? Ich komme gerade nicht drauf. Weder wie die Schildvorrichtung heißt, noch wie der Wissenschaftler heißt. Vielleicht könnte mir der ja auf die Sprünge helfen. Sprechen Sie mit dem Logistikoffizier. Hallo Logistikoffizier. Greetings. Our engineers are working with your crew now to create a temporary modulation program that will help your shields protect your ship from the heat and radiation you will encounter on your way to the sun station. Your ship should be able to safely make the trip, but it won't be able to remain in orbit of the station. We will need every available ship to fight the Voth. It would be best if your ship joined the fleet once you are aboard the station. Your goals on the station are to find Admiral Tuvok, assist him to shut down the sphere's jump capabilities, and then retreat before the Voth fleet arrives. Do you have any questions? Ja, ich habe Fragen. Ich habe ganz viele Fragen. Admiral Tuvok traveled to the station in a new starship, specifically designed to withstand the conditions there. The Dyson has reported some technical issues, but they should still be in transporter range. It will be standing by to assist you when you've completed your mission. Okay, verstanden. So halb zumindest. So, auf das Schiff zurückkehren. Also, Sonne, Tuvok retten, Bootsflotte aufhalten. Das wird ein Spaß.
So, Captain, wir nähern uns der Oberfläche des Sterns. Modifikationen unseren Schilden halten das Schlimmste ab, aber wir werden uns nicht lange schützen. Wir verlieren bereits Subsysteme an die Hitze. So, wird standhalten, setzen Sie Kurs auf die Station. Ich wusste, das ist eine schlechte Idee. Setzen Sie Kurs auf die Station. Naja, sagen wir hier mal motivierend. Los. Bevor es uns hier noch irgendwas wegschmilzt. Obwohl, ich glaube, wir haben doch hier unendlich Zeit, oder? Dass wir sogar noch ein bisschen Magnesit-Art Erz scannen können. Ich weiß, es macht ein bisschen die Immersion kaputt. Deswegen fliegen wir jetzt auch wieder zur Station. Welch ungastlicher Ort. Admiral, sind Sie da? Es kann keine Verbindung zur Station hergestellt werden. Okay, die nahen Sonneneruptionen stören die Frequenzen. Okay. Ob es möglich wäre, die Sonneneruptionsinhibitoren zu reparieren. Dann können wir wieder Kontakt herstellen. Gut, wir versuchen es. Energiekupplung verloren, okay. Und das bedeutet, achso, ich muss mehrere Inhibitoren ausrichten. Aber der Schild, den es da mal gegeben hat von dem Ferengi, da konnte man doch sogar in die Sonne reinfliegen, oder? Täusche ich mich da? Holodeck auf Schilde umleiten. Na gut, das ist ja noch halb so wild. Was sind denn die anderen Inhibitoren? Können ja nicht weit weg sein. So, da ist das Portal-Gateway. So, einer noch. Replikatoren sind offline. Auch alles halb so wild. Wo ist denn der vierte? Ich sehe hier nicht so viel in der Brühe. Was ist er denn? Ah, hier. Überraschung, hier bin ich. Na, anhalten. Okay. Aber nun, Tuvok. Your arrival is timely. The Voth are already on the station. I am with Dr. Cooper, but many of the other members of our team have been killed. Any assistance you can render would be useful. I recommend that you speak to your crew before transport. Your vessel will not be able to remain in range for long. Okay, die Orts sind schon da. Das Schiff wird ihre Schäden erleiden, wenn wir so nah an der Sonne bleiben. Wir können uns zurückziehen, dringende Reparaturen durchführen und dann zur Flotte zurückkehren. Wie lauten Ihre Befehle? Okay, unterstützen Sie die Flotte, während ich weg bin. Verstanden, Sir. Okay, dann runter, damit ihr wegkommt.
Greetings. I am Admiral Tuvok. The man behind the crates is Dr. Eric Cooper, the Federation Science Council's expert on Dyson technology. Yes. Hello, I'm Dr. Cooper. Allow me to brief you on the situation, so we may determine the best plan of action. Main power is offline. I am not sure what caused this disruption, but the event was fortunate. The darkness is a distinct tactical advantage. There are manual overrides in each room. I have temporarily disabled the one between us and the Voth. The Dyson's captain has moved ahead to determine what is beyond the next door. Okay, was können Sie über die Station erzählen? There are 2 generator rooms that control much of the station's operations. The generator room to the south controls the power. The control room to the west, where the Voth are, maintains the station's jump capabilities. It is imperative we reach the west control room and disable it before the Voth jump this sphere back to their space. The release of the Omega particles needed for this reaction would be catastrophic. Okay, dass hier zu viele Omega-Partikel reagieren, wollen wir natürlich keinesfalls. Okay, wie viele Wut haben wir dann zu bekämpfen? More than the 3 of us can safely engage. Defeat would be certain. However, if we restore main power, we can use the station's automated defenses to even the odds, if we can avoid being targeted by them ourselves. I understand you have extensive combat experience. Do you have any suggestions? Okay, alleine schaffen wir es nicht, aber vielleicht mit der Stationsverteidigung. So, wir sollten Überlebende suchen und zum Generatorraum gehen, oder? Karl sagte, sie hätten ein Schiff im Orbit. Orbit könnte es helfen. We're moving away from the Voth, right? Natürlich, immer nur weg von dem Boot. Good thing you're here. I'll try to get the ship. Das ist auch doof. Im Rücken zu einer offenen Tür. We are not alone. Nee, wie sieht er denn aus? Seltsam. Jetzt zumindest scheint die automatisierte Verteidigung mal funktioniert zu haben. Er läuft doch nicht. Tuvok, bleib doch mal stehen. Tuvok. Hallo, Tuvok. I am not detecting the Voth that killed the captain. He is using cloak technology. Tactically, his best option is to remain hidden and attempt to waylay us one by one. We must move forward. The trapped Voth will be attempting to circumvent my modifications. What do you suggest? Oh, da muss ich aber erstmal gründlich drüber nachdenken, was ich hier vorschlage. So, wie machen wir jetzt weiter? Ich hoffe, ihr habt die richtige Stelle erwischt. Muss das Spiel zwischendurch einmal hart beenden, weil es im Hintergrund Knackgeräusche gab. Kommt selten vor, aber wenn, ist es recht nervig. Gut, geben Sie Cooper einen Phaser. You're giving me a phaser? Ja. Voth! Oh, sorry. I thought I saw something. Remain calm, Doctor. Genau, keine Panik. Mein lieber Herr Doktor. Leider konnte ich dem Offizier nicht helfen. Ich bin ja auch kein Arzt, ne? Ich bin ja taktischer Offizier. Das gilt ja auch genauso andersrum. Wie Ärzte sagen immer, ich bin kein Techniker, ich bin kein Ingenieur. Na dann bin ich eben auch kein Arzt. The defenses in here can be quite lethal. It was awful. The sounds, the blood. Stell dich mal nicht so an.
I will stand watch while you and the doctor examine the generator. So machen wir's. Vorher noch ein bisschen Gas scannen. Damit sich der Ausblick hier auf jeden Fall lohnt. If I understand this correctly, we can restore main power activating consoles that match the symbol up here. After the first one is activated, we'll only have 20 seconds to activate the other two. If we don't, the system will defend itself. Also, activating the wrong consoles will trigger the system's defenses. Be careful. Okay, 20 Sekunden Zeit. So, mal, hier sind diverse Konsolen. 20 Sekunden ist nicht viel. Also ich muss mir eigentlich nur mal merken, so hier links von mir ist das Blaue und gegenüber das Gelbe. Kann man hier rüberlaufen? Jo. That looks right. So, blau. That looks right. Und rüber. Los, nicht hängen bleiben. That did it. The final console is unlocked. Oh, jetzt bin ich der Dyson-Sphären Rätselkönig. Ja, wundervoll. So, entriegeln und neu starten. Hätten wir das nicht von Anfang an machen können. Neustart verhindert viele Folgeprobleme. So. Ui, rennen ja wie verrückt hier. Ihm scheint nicht so spaßend zu sein. Die Rückkehr der Watch. Sprechen Sie mit Tuvok? Ach ja, und ich muss ja noch meine Delta-Konsole hier irgendwo finden. Wo auch immer die diesmal steckt. Und dass ich sie nicht übersehe oder vergesse. This does not bode well. By restoring main power, we have released the locks, preventing the Voth from reaching our location. They will already be on the move. We will require Cooper's assistance to subvert the automated defenses for our own use. The Doctor is an expert in the technology found on the Sphere. This is well within his capabilities. Ja, er kann sehr emotional sein, das habe ich gemerkt. Und irgendwas anderes scheint mit dem Typ auch nicht in Ordnung zu sein. So, wo bist du? Ach, da! Komm, steh wenigstens auf. What are we going to do? The Voth will be here any second. And I don't think they're in the mood to take prisoners. Please, you have to get me out of here. I'm not like you and Tuvok. I'm much too important to die here. Ja. Ein Eingebildet ist er auch noch. Wichtiger als wir. My help? What could I do? Don't ask me to use a phaser again. Because I won't. I refuse. I just want to go back to my lab. I was never meant for field work. Na los, sie schaffen das. Tuvok said that? Well, maybe. I might know the technology, but I don't work well under pressure. I need time and space to think. And I need to be able to do my work without fear of being killed. I can't help you. I'm sorry. Okay. Jetzt müssen wir ihn noch mal ein bisschen anlügen. Ich glaube an sie, sie schaffen das. All right. I'll try. If we're here, and the station's defenses are active, but we're not under attack. But if that's the case, wait. I can do this. Just give me a moment. Na los. I think if I try this... Dr. Cooper, we require a solution. I'm working on it. Vulcans. If I can just try that...
Yes, I have it. Okay, und was bedeutet das jetzt? I've done something. I'm not ready for what's being thrown at me here. Maybe I could activate the beams or something else? Allow me, Doctor. Fascinating. With this exposed, I can manually activate the defenses in the next room. However, there is another possibility. Instead of activating the defenses to assist you, I can reroute the power to attempt to send a message to our stranded ship. It may not help, but we have been out of contact for hours. Your options are activating the defense beams, activating swarmers, or using none of them. Machen die I can Stürmer? alter the programming of the security swarmers that normally patrol this area. They will attack the Voth, but they also will attack us if there are no other targets. The swarmers will provide a distraction for us. I can activate beams of energy that will shoot down in set periods of time. I do not have any further control than that. But you could lure some of the Voth into the beams. The beams are quite deadly, so I would advise keeping your distance. Okay, komm, This would be aktivieren wir. I'll wait here. You go on ahead. Wenigstens gibt es hier mal Optionen mit tatsächlichen Auswirkungen. Was Falsches auswählen kann man aber, glaube ich, so oder so nicht. Na, laufen die Strahlen. Warum verliere ich denn Energie? More Voth inbound. Prepare yourself. Ja, ich mache mich total bereit. Ach Mensch, was trifft das? Naja. Kannst du mir helfen, Tuvok? Voth commanders are approaching. Oh, was, Kommandeure? Warum verliert mein Schild Energie? Ich verstehe das nicht. Na komm, laufen den Strahl. We should move forward. Be on your guard. Okay, vorwärts. Fast gemütlich hier in den Tunneln, oder? Hier scheint auch nirgendwo die Delta-Konsole zu sein. Arm yourself. It is the Voth who killed the captain. Ah, Tuvok regelt das schon. Gehen Sie zum ersten Raum. Ach ja, jetzt ist offen. That was an explosion of sufficient magnitude to cause a breach.
Doctor, what is your status? I'm fine, I'm fine. The Voth can't get in. You, may wanna put a shield up around the next door before you open it. Warum sollten wir denn dann ein Schild errichten? Verstehe ich nicht. Ist da hinten ein Vakuum? It would appear all that is between us and our goal is the vacuum of space. Ein bisschen luftleerer Raum. Na toll. Gut, wir haben doch Anzüge dabei, oder? My modifications successfully locked the Voth out of this area. However, there was an armed Voth battlesuit in the corridor. The station's automated swarmers attacked, and this is the result. Okay, vielleicht können wir durchgebeamt werden. No response. According to my readings, there is no method of direct access. Unless your ship is within range, we are stranded. Keine Antwort. Auf Cooper warten. I'm here. Wait. Doctor, we require a way to access the other areas of the station. Your thoughts? I have an idea, but you may not like it. Those EV suits over there. They have maneuvering jets that we could use on the outside of the station. I've looked them over, and they should be able to withstand the heat of the sun. Should. Well, nothing will withstand that much heat and radiation for long. The suits appear to be designed for use in the shadow of the station. But, technically, they can keep us safe. For a little while. They will have to suffice. We have no other logical option. Okay, also in die Anzüge, obwohl wir nicht wissen, ob sie halten. Prost Mahlzeit. Doctor, are you going to prepare your suit? Me? Of course not. It's far too risky for me to go out there. We will need to convince Cooper to overcome his fear and help us complete our mission. Okay. Dass ich den Doktor immer überreden muss. Do you really need me out there? Internal comm. I know. Los, wir brauchen Sie. Well, Haben Sie Vertrauen? Guter Mann. Click here to activate your EV suit. This will protect you from environmental hazards. Aktivieren Sie Ihren Anzug. Wie ging das doch gleich? Der ist doch automatisch aktiviert, oder? Können wir noch Licht einschalten? Okay, in die Leere. So, der wird automatisch aktiviert zum eigenen Schutz. Alles klar. I can do this. I can do this. I can do this. Calm yourself, Doctor. Conserve your oxygen. So, wo müssen wir denn hin? Auf jeden Fall auf die andere Seite. Die Mechanik ist so ein bisschen wie There is a large piece of debris blocking the station's entrance. Aufreiser. Entschuldigt, ich habe momentan ein bisschen mit meiner Allergie zu kämpfen. Ja, je. So, irgendwie da unten rein, oder? There is a large amount of debris blocking the entrance. It will be impossible for us to move it without assistance. There are Okay. two objects of interest. Kommunikator holen, Ladung holen. Und dann den Weg freisprengen.
Ja. Dann rennt er in der Luft, wenn ich schieße, okay. Sprengladung anbringen. So weit, so gut. I suggest flying a safe distance before activating the charges. Sichere Distanz. Ja, auch das kriegen wir hin. Da hinten brennt der Dr. Cooper so vor sich hin. So. Na, nicht vorbeifliegen. Ich finde, solche Mechaniken hätte man auch noch an vielen anderen Stellen im Spiel einbauen können und sollen. Ob das Fliegen ist, ob das diese Sache ist an Seilen entlang oder auch mit Fahrzeugen vielleicht. Auf dem Boden. The door is sealed. Any ideas, Doctor? There should be a manual release for the locks above us. Okay. I will establish a shield. Schlösser aufzukriegen sollte ja auch für einen altgedienten Panzerknacker kein Problem sein. Na? Eins. Drei. Zwei. The doors are open. Dr. Cooper and I will wait for you inside. Und wehe, ihr wartet nicht auf mich. These suits are fried. I doubt they'll be much use anymore. Your EV suit does not protect you in combat. Re-equip your body armor now. Obwohl, ich glaube, das ist doch gar nicht mehr relevant. Re-equip your body armor. Es ist doch mittlerweile sowieso so, dass man beides ausgerüstet hat, oder? Na gut, das wird schon so passen, wie ich es jetzt habe. Damals gab es ja diesen eigenen Raumanzugslot noch nicht, als die Mission rauskam. Something has closed the doors. Most unsettling. I think the station's defenses are activating. We should move forward before more defenses activate. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Vorwärts, bevor noch mehr passiert. Da geht's nicht lang. Eile mit Weile. Aber heute gilt das nicht. Jetzt schnell sein, um den Verteidigungssystemen zu entkommen. Ach, das ist wieder der erste Raum, oder was? Wo sind wir denn hier?
hier durch? Nö. Dann eben ab durch die Mitte. Klappt nicht so ganz. Da habe ich gerade irgendeinen Denkfehler. Was macht der Cooper da? Ich will es gar nicht wissen. Das sieht seltsam aus. Nein. Na gut, hier sind wir gerade hergekommen. Das wird uns wahrscheinlich wenig bringen. Aber der brave Tuvok folgt mir in jedwedes Ende offensichtlich. Was ist denn mit dir da? Die andere Seite. Wo ist mein Denkfehler? Oder bin ich einfach irgendwo falsch abgebogen? Oder liegt es daran, dass Dr. Cooper da festhängt? Dahin ganz gewiss nicht. Und dann nach links. Ja, nur komme ich da nicht durch. Sehr aufschlussreich. Okay, hier gibt es nur diese zwei Türen, durch die hier müsste ich. Geht aber nicht. Ich habe schon mitbekommen, das Sicherheitssystem hat die Tür verschlossen. Können wir aber auch nirgendwo was machen. Okay, dann gehe ich nochmal hier in den Gang. Das kann es aber auch nicht sein.
hier nochmal zurück muss? Nee, ich kann die Tür ja auch gar nicht öffnen. Ah, jetzt läuft Dr. Cooper wieder. Aber es ging nicht weiter, weil er hängen geblieben ist, ne? Prepare yourself. We must defend Dr. Cooper. Okay. Und wenn ich ihn nicht beschützen will? Los, schneller. I need you to activate a console while I work on this. Ja, krieg ich hin. Excellent. I can keep moving forward over here. Die Drohnen muss ich mal nicht bewegen, auf der Stelle stehen bleiben, kann ich sie wenigstens besser erwischen. Okay. Der gute Doktor ist auch bald I need you fertig. to activate a console while I work on this. Ja. Ist recht. Perfect. I'm almost done. We're through. Okay, dann mal los. Keine Müdigkeit vorschützen. Ich möchte pünktlich zum Abendessen wieder zu Hause sein. We must power down the room's shielding to access the control panels. Schilde müssen abgestellt werden, okay. Mal los. The doctor and I will continue our work while you disable the lower panels. Ich komm klar. Lasst mich hier ruhig hier unten in der Grube verstrahlen. War's das? Nee, irgendwo muss noch eins sein da. Good work. Reactivate the shields and we can complete our mission. Ach, sehr schön, dass sie da für mich noch eine Treppe ausgefahren haben, damit ich hier wieder rauskomme aus der Grube. Aber bevor ich irgendwas anderes mache, da hinten ist die Delta-Konsole. Für meinen Rekrutenfortschritt. So. Machen wir jetzt die Schilde mal wieder hoch. Und harren der Dinge, die dann da kommen mögen. The honor of deactivating the station is yours. Die Ehre gebührt Ihnen, die Station wieder zu aktivieren, okay?
Hauptkontrolle aktivieren, um Stationen runterzufahren. Jawohl. There we go. The deactivation program is moving nicely. Doctor, I'm detecting something curious. Energy levels in the gateway in front of us are rising at an exponential rate. It appears to be activating. What? Let me check. Oh, this is not good. The gateway is designed to be an escape hatch in the event this station goes offline. We cannot deactivate the jump protocols without activating the gateway as well. Is there any way to override the protocols? None that I can see. If we want to stop the jump, we have to activate that gate. It seems we have little choice. Your thoughts? As Tuvok said, we have no choice. If we want to stop this sphere from moving, we need to activate the gateway. Our time here is limited. The Voth will return in force. We have to do this now. There is no other option. Okay, los, Zeit es runterzufahren. I'm so sorry. I wish I could have found a better way. I failed you both. Do not dwell on this. If there was another option, we would have found it. One moment. We are being hailed. Tuvok here. Chief Engineer Tarkram of the Dyson here, Admiral. Acknowledged, Chief. Are all of your systems restored? The opening of the gateway cleared up the ambient distortion disruptions. Do you need transport? Yes, I want to get off this station now. We are ready to depart. Chief, do you have a lock? Admiral Tuvok, Einfach come in. abreißen war doch nicht, ne? Dyson, 3 to beam up. We can't get a lock. You need to get out of the hot zone. Move! Okay, ganz schnell aus der heißen Zone raus. Ohne drauf zu gehen. We're going to die. We're going to die. Auf so rumzubrüllen, Blödmann. Wir werden nicht sterben. We have a lock on you, sir. Just give the word. Rausbeamen, los, sofort. Notfalltransport. Good to have you on board, sir. I'm Chief Engineer Tarkram. The fleet and your ship are still engaged with the Voth, but several Voth ships are making their way towards the gateway. One of their dreadnoughts has already passed through. As the only available ship, we have orders to stop the other Voth from entering the gateway. Okay, verstanden. Wir versuchen sie abzuhalten, By clicking here. durch das Portal zu kommen. So, wo sind sie denn? Da hinten. Ship is under attack. Target shield has failed. Oh, noch mehr. Naturschiffe sind einfach nur lästig. Die Wurstschiffe wieder flott machen, obwohl sie eigentlich schon das Zeitliche gesegnet haben. Warum schießt mein Schiff nicht? Ah, jetzt. Oder habe ich es nur nicht gesehen, weil die Sonne dieselbe Farbe hat wie die Phaser. Habe ich tatsächlich auch eine Weile sehr gerne geflogen, dieses Schiff selber, auf meinem Ferengi-Wissenschaftler. Ja, auch ich habe einen Ferengi-Wissenschaftler und trotzdem weiß ich immer noch nicht, wie der hieß, der diese, nennen Sie mal, koronalen Schilde erfunden hat.
So, geschafft, oder? There are no more Voth in the vicinity, but one dreadnought did go through the gateway. If my readings are correct, it is passing into another Dyson sphere, this one deeper in the Deltaquadrant. If the Voth are allowed to enter another sphere, they will try to claim it, as they have fought to claim this one. Okay, also hier schon erste Berührungspunkte mit dem Delta-Quadrant. In einen Schritt zwischen den Sternen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da rein ins Portal. Navigational Genolen, readings Dyson indicate Sphäre. we are in the Delta Quadrant. However, we are inside a Dyson sphere, and there are no known structures of this type in this region. I'm detecting the presence of a Starfleet vessel, the USS Gold. That ship disappeared on a survey of the Genolan Dyson sphere at the precise instant the Iconian Gateway Network was reset to save New Romulus. Auf welche Dyson-Sphäre war nochmal Scotty abgestürzt, als sie ihn dann aus dem Transporterpuffer gerettet haben? Könnte die gewesen sein. Nee, kann nicht die gewesen sein im Delta-Quadranten. This sphere was discovered by the crew of the USS Genolan Ach. 2294. The USS Enterprise D rescued Montgomery Scott, a survivor of the Genolan 75 years later. However, it now appears that the Genolan sphere had the same jump capabilities as the Solanae and moved to this location with the gold inside. Okay, dann ergibt das Sinn, wenn die Dyson-Sphäre danach hier hingesprungen ist. Also sind die Dyson-Sphären mit Portalen verbunden, die uns eine unglaublich schnelle Reise zwischen diesen weit entfernten Gebieten ermöglichen. Aber gut, mittlerweile haben wir ja auch Sprungantriebe, Quantenslipstream und. Eigentlich wäre es gar nicht mehr zwingend nötig. Aber damals eine gute Idee, um den Delta-Quadranten ins Spiel zu bringen. I am detecting disabled systems on the Gold, but there is no weapons damage. Also, sensors indicate that the Voth Dreadnought has its weapons armed, but has not fired. Ja, What was do schlagen you Sie vor? suggest? Mal gucken, was die uns hier vielleicht sagen können Thank von the der USS prophets. Gold. I knew someone would find us. We were on a routine survey in the Genolan Dyson sphere when something happened. Systems that have been dormant for centuries activated. The energy readings were off the scale. Then a flash and Die sind nicht alleine, wir sind ja auch hier. my nav computer claims we're in the Delta Quadrant. If that's right, this entire Dyson sphere somehow moved itself more than 50,000 light years from its previous position. Since then, we've been stuck. I would have taken Voyager's path back home if we could get out of the sphere. The doors were locked tight and the gateway powered down as soon as we arrived. Was? Achso, jetzt hier Mr. Großgott. Oh, die Sphäre hat sich zwar bewegt, aber wir können sie nach... Achso, sie. Also, wir meinten sie und nicht die Dyson-Sphäre. Alles klar. Glad to have the help. Supplies are running low. But what was that ship that just passed us? Shares some signs of Voth tech, but our databanks don't have anything like that. Another Dyson sphere? It's taken us 40 years to study this one, and we're not even close to understanding it. And if that ship was Voth, it would explain why they ignored our hails. They came in with their weapons armed and then simply stopped. Didn't see us as a threat. The ship set course for the sealed door and is just sitting there. They're ignoring us. I promised my crew we'd get home. If you could send over a team with some spare components, I can get this ship ready to travel. Okay, wenn es nur an ein paar Technikern scheitern sollte, dann beamen wir die natürlich rüber. I have extensive experience. Besten leicht Dr. Cooper mit. While they are arrogant, it is not like them to completely ignore a potential threat. It may be that they sense a greater danger. I suggest we approach and attempt to hail them. Voyager found that some Voth were open to negotiation. We should make every attempt to find a peaceful solution. Na, ich bezweifle, dass das mit der ganz friedlichen Lösung klappt, aber wir können es ja mal versuchen. Oh, das ist so ein Zitadellen-Stadtschiff hier, nicht wahr?
Müssen wir mal ganz schön nah ranfliegen, nur um einen Ruf abzusetzen. Warning, ship is under attack. The Voth are moving towards the door. Tuvok? Your query will have to wait, Doctor. Shields are down and we... You're not... You're not Cooper. The weak shall perish. Die Schwachen werden zugrunde gehen. Herzlich willkommen, Spezies 8472. Arco Undine. Captain, the Undine outside of the sphere are powering weapons. The mammalian ship is still disabled. Arm all weapons. We will destroy the creatures and then return for the mammals. Ja, I wurde wohl nicht mitgerechnet. am unharmed, but we are in danger. We are deep within the Delta Quadrant, right where Cooper wanted us. We do not know how long this infiltrator has impersonated Cooper, or the extent of what he has done. However, I am quite familiar with the tactics of Species 8472. We will repel the Undine, and survive to warn the Alpha Quadrant of the renewed threat. Wo wir doch im Grunde schon Frieden hatten. Finally, a worthy adversary for my new ship. Endlich ein würdiger Gegner, na. Sollst dich mal nicht allzu sehr auf das Gefecht freuen. Zwei Biokreuzer. 3. Vergleichsweise wieder viel zu schwach. Feel angry, Tuvok? Frustrated? You were so easy to manipulate. I do not get angry. I recognize mistakes. Schießen wir denn hier mit Nanitenwaffen oder Nanosondenwaffen? Oder warum geben die hier so schnell den Geist auf? Boah. Target's shields have failed. Gut, der Schwierigkeitsgrad ist natürlich auch nicht besonders hoch eingestellt. Das kommt dazu. Left shield failing. Hull integrity below 75%. Wir haben ja doch schon zwischenzeitlich beträchtlichen Schaden zugefügt. Und ich muss ja auch 3 Angriffswellen besiegen. Approach. This vessel cannot defeat them alone. This ship can take it. I have experience with the Undine. You do not. They are extremely dangerous. Ja, das kann ich bestätigen mit extrem gefährlich. The Lasset is here to provide any assistance you require. Okay. Unterstützung haben wir schon mal bekommen, das ist gut. Steuermann, den Blasen ausweichen.
Beziehung gibt, Akil. Alpha-Quadrant wird brennen. Warum denn nur? Many have tried. All have failed. Three Undine battleships inbound. 3 battleships? That may be a problem. We hold here. None of the Undine get through. Wirklich? Keine Undine kommt hier durch? Ah, die Task ist da. Jetzt wird's was. Oh. Oder auch nicht. Das kam überraschend, wie aus dem Nichts. Klar, dass die Klingonen sich wieder beschweren. 2 Undine dreadnoughts are approaching. Ja, zieht ihr das Feuer erstmal auf euch und dann komme ich und rette alle. War ja, die verlieren ja gar keine. Naja, doch ein bisschen. Mit 3 Schiffen da am draufholzen. Die halten viel aus. Aber sie scheinen gleichzeitig nicht so viel auszuteilen. Stattdessen hagelt es hier Auszeichnung nach Auszeichnung. So, Schnauze voll. Schilder abziehen. Laserbank überladen. Ist das. So, und noch hier Streusalbe hier.
Ja, behalte mal schön deine Biotorpedos. Du hast sie nötiger als ich. Echt eine Geduldsprobe hier. Die wehren sich gar nicht richtig. Na komm, gib dich doch einfach geschlagen. Hab mich jetzt auch beinahe dahin gerafft hier. Und tut es vielleicht auch noch. So, bitte einmal das Schiff reparieren. So, volle Breitseite. Alles raus, was wir haben. You only delay the inevitable. Verbündete rufen. Good to see Beinahe you. Verbündete We would have wahrscheinlich. arrived sooner, but there was a Voth fleet in the way. Congratulations on a successful mission. Now the Romulan Republic will take over. We'll set up a command center for further operations. I'm sure Command will contact you when your presence is needed. Ich glaube nicht, dass das so läuft, junge Dame. No, this ends now. Our generosity to the Romulans can only extend so far. The Klingon Empire claims this Dyson sphere as its own. Starfleet and the Republic would be wise to keep their distance. Oh? Are you prepared to back that statement with action? The Klingon Empire has restrained itself again and again in an attempt to maintain this alliance with the Romulans. I think it's time I remind you of what happens when a Klingon loses patience. Ruhig Blut. Aber vielleicht sollte ich ruhig und Blut gegenüber einem Klingonen nicht in einem Satz verwenden. Fighting over this sphere is not an option. It would divide our strength. Precisely what would benefit the Undine. The Voth chose to fight instead of cooperate. They were destroyed. We can choose not to be enemies. It is The Klingon Empire will not sit and wait while the Federation and Romulans continue to claim these powerful weapons for themselves. This conversation is not over. Gut, solange wir reden, kämpfen wir nicht. Meistens jedenfalls. The Romulan Republic will continue to take responsibility for areas within our jurisdiction, but I do not wish to cause a rift in what has been a successful joint action. However, I will not be put in a position where I must choose between the Federation and the Klingon Empire. We have agreements on both sides that must be honored. Sub-Commander Cole can handle the details. I am a ship captain, not an administrator. Cooper's departure has lifted the miasma in my mind. An affliction that I did not even realize was there. He was influencing me. He used the psychic abilities of the Undine to influence my thoughts. And the results are an effect of my failure. I should have been able to detect his influence. Mach dir keinen Kopf, Tuvok. Was machen wir jetzt? We have fulfilled our mission to neutralize the jump capabilities of the Solanae sphere, only to open up a gateway that the Undine can now use to reach our space. They will no longer have to create rifts from fluidic space. Was this Cooper's plan all along? I suggest we return to Sub-Commander Cole. We must attempt to save the fragile peace of the Alliance. Ja, den Frieden bei uns müssen wir auf jeden Fall erhalten. Vor allen Dingen, da die Undinen jetzt problemlos jederzeit kommen können.
The sphere is under Federation control. This sphere is only accessible through an Alliance-controlled gateway. Then perhaps it is time to end this alliance. This is neither the time nor the place for this. Commander Jirok is correct. The Undine are a threat to us all. Now they have direct access to our space. I propose a summit. We must decide together what we must do to protect the Alpha Quadrant. Our disputes may need to be put aside in the face of a greater enemy. I volunteer to mediate these talks. Dr. Cooper manipulated me to achieve his goals. It is only logical that I take responsibility for what has happened here. Very well, Vulcan. We will finish this later. Fortsetzung folgt. Ich bin davon überzeugt. So, nochmal den Belohnungskontakt hier abwarten. So, das alles hätte ich nicht vorausahnen können, Admiral. Es tut mir leid für Admiral Tuvok, aber mich hat Cooper mit seiner Verkleidung auch getäuscht. Tuvok und ich werden das weitere Vorgehen planen. Wir müssen alle dazu bringen, miteinander zu reden, bevor wir gleich wieder aufeinander schießen. Ich werde Sie wieder kontaktieren, wenn wir konkrete Pläne ausgearbeitet haben. Wir werden sicherlich Ihre Hilfe brauchen. Ah, guck mal, hier kriegt man das Solanae Set. Aber gut, das werde ich mir hier nicht erspielen. Ich werde stattdessen mal gucken. Was kann ich denn am ersten brauchen? Antrieb, Deflektorschild, robustes Schildarray. Lass mal gucken. Es hat weniger maximale Schildleistung, aber eine höhere Schildregeneration. Schaden zurückwerfen. So, vielleicht ein besserer Impulsantrieb. Deflektorschild. Ich nehme das Schildarray. Das hat auch so eine schöne Farbe. Das passt zu meinem Schiff. Congratulations, Admiral. Juhu! Vielen Dank für die Beförderung. Das nächste wäre dann wahrscheinlich die fluidische Zerstörung. Ja, so ist es auch. Ja, fluidische Zerstörung jetzt nicht. Ja. Und die fluidische Zerstörung schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Also ich glaube hier für eine Folge, gerade mal auf den Tacho geguckt, fast 1,5 Stunden, ist dann doch lang genug. Ich wollte es aber vermeiden, auch hier so einzelne Storyfolgen nochmal in einzelne Teile zu unterteilen. Ihr wisst, was ich meine. Unzumutbare Spoiler, nicht Spoiler, Cliffhanger irgendwo zu vermeiden. Wobei ich davon ausgehe, dass die meisten von euch ja sicherlich diese Story schon gespielt haben werden. Oder habe ich tatsächlich hier auch Zuschauer, die gar nicht Star Trek Online spielen oder sich vielleicht gerade neu für das Spiel interessieren. Ja, da bin ich sehr neugierig. Lasst mich das doch gerne wissen in den Kommentaren oder schaut mal auf Discord vorbei, wenn ihr mögt, unter discord.jasondax.de. Und wenn ihr dann noch so freundlich werdet, ein Abo und Glöckchen klingeln dazulassen, zu unser beider Wohl, ich habe höhere Abonnentenzahlen und ihr bekommt höchstwahrscheinlich eine Push-Benachrichtigung, wenn es hier im Programm weitergeht. In jedem Fall bedanke ich mich bis hierher recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.